So, heute geht es weiter mit dem nächsten Video zum Thema SharePoint Apps, Webparts. Wie kann ich die verwenden? In meinem letzten Video habe ich ja gezeigt, wie man einzelne Webparts verwenden konnte. Da gab es einen Überblick. Ich habe auch schon mal gezeigt, wie man hier auf der Seite das Layout einstellen kann, mit diesen Spalten-Layout arbeiten kann und die einzelnen Webparts, die man dazu zur Verfügung hat, benutzen kann. Es gibt einige Webparts, die sind etwas umfangreicher. Dafür gibt es jetzt ein extra Video. Zum Beispiel behandle ich heute das Webpart für hervorgehobene Inhalte. Dieses Webpart ermöglicht einem, Inhalte zum Beispiel über den ganzen SharePoint Online zu suchen und darzustellen, nicht nur aus einer Dokumentenbibliothek, zum Beispiel auch über alle Sites hinweg, also eine globale Suche praktisch nach allen Informationen, nach allen Inhalten. Dazu lege ich einfach mal hier jetzt eine neue Seite an, wie wir das letztes Mal auch schon gesehen haben, eine ganz einfache Seite erstmal. Nehmen wir mal den Assistenten, brauchen wir hier nicht, nehmen einfach hier einen Blank Page Layout und das nennen wir einfach hier Demo. Bereich lösche ich erstmal, füge jetzt hier einen komplett neuen Bereich ein mit einer Spalte und sage jetzt hier Highlighted Content, also auf Deutsch hervorgehobenen Inhalt einblenden. Standardmäßig zeigt er dann immer hier so die letzten Dokumente an. Jetzt gehen wir mal hier in den Bearbeitungsmodus von diesem Webpart und da sehen wir schon, das ist ein etwas umfangreicheres Webpart. Da gibt es jetzt verschiedenartige Möglichkeiten. Standardmäßig kann man hier einstellen, ob man einen Filter benutzen möchte in dieser grafischen Ansicht hier oder eine Custom Query, eine sogenannte angepasste Suche. Wir werden zunächst erstmal hier diesen Filter benutzen in dieser Standardeinstellungen und ich gehe den erst einmal hier durch, so die einzelnen Möglichkeiten, die man hier hat, und dann werden wir auch noch diese Custom Query, also diese angepasste Suche einmal hier verwenden. So, das Ganze gliedert sich hier in 3 Bereiche, einmal in diesem Content-Bereich, also Inhaltsbereich, nach Filter und Sortierungen und natürlich wieder in der Layout-Darstellung. Starten wir erstmal ganz einfach mit der Layout-Darstellung. Das ist ja so eine Einstellung, die haben wir jetzt auch schon bei anderen Webparts gesehen, die ist eigentlich relativ häufig anzutreffen, wenn man Daten darstellen muss. Da kann man immer dann auswählen, halt seine Darstellung. Das ist eigentlich bei den anderen Webparts auch schon mal gesehen, auch zum Beispiel bei diesem Bildergalerie oder bei der Bildergalerie-Darstellung. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, das so verschiedenartig darzustellen. Und jetzt hier bei diesem Webpart gibt es hier diese Grid-Ansicht, die Liste, ein Karussell, wo man dann hier wieder so durchswippen kann, eine kompakte Darstellung und so ein Filmstrip, wo man dann hier unten dann entsprechend so umschalten kann. So, ich lasse mal erstmal das Grid in der Standardeinstellung und dann gibt es hier noch die Option, ob wir hier einen Titel anzeigen möchten oder nicht. Ja, hier kann ich dann zum Beispiel auch meine wichtigen Dokumente eintragen, zum Beispiel, wenn ich das anzeigen möchte, diesen Titel, aber ich kann auch mich entscheiden, dass ich den Titel gar nicht anzeigen möchte, dann einfach diese Option Show Title in Commands einfach deaktivieren und dann verschwindet auch hier dieses See All, also zu allen gehen, dann habe ich hier praktisch nur so einen Ausschnitt. Gut, dann lassen wir das mal. Hier unten gibt es noch die Einstellung, wie viel Items ich maximal anzeigen möchte. Jetzt habe ich hier 8. Wenn wir das zum Beispiel auf 12 setzen und dann sieht man, wird hier entsprechend mehr angezeigt. Dann auch eine Einstellung, die es auch bei anderen Webparts gibt, ist hier diese Einstellung Hide this Webpart if there is nothing to show. Also versteckt mich, wenn nicht zu sehen ist. Das heißt, wenn das Webpart keine Informationen hat, also zum Beispiel diese Suche, die man hier eingestellt hat, keine Dokumente zurückliefert, das kann ja auch mal sein, dann kann man hier einstellen, dass dieses Webpart gar nicht auf der Seite angezeigt wird. Das kann man sich dann aussuchen, je nachdem, wie man das dann braucht. So, dann haben wir den Layout-Bereich eigentlich durchgearbeitet. Dann schauen wir uns jetzt hier mal diesen Content-Bereich ein. Der Content-Bereich gibt mir jetzt die Möglichkeit zu sagen, woher will ich denn jetzt überhaupt meine Informationen herbeziehen. Und das finden wir hier unter der Quelle, also der Source auf Englisch. Und wenn ich das aufklippe, gibt es hier die Möglichkeit, dass ich erstmal nur sage, nur Informationen von dieser Site, in der ich mich jetzt gerade befinde.
oder von einer Dokumentenbibliothek oder beziehungsweise aus einer Dokumentenbibliothek. Die Dokumentenbibliothek hatte ich ja letztens schon in dem letzten Video mal vorgestellt, als wir die Dokumentenanzeige gemacht haben und als ich auch die Bildergalerie gezeigt habe. Das heißt, ich kann dann hier speziell aus einer Dokumentenbibliothek Elemente beziehen. Dann kann ich sagen, Elemente oder Inhalte aus der gesamten Site Collection. Ich hatte ja im ersten Video, wo es darum ging, was ist überhaupt SharePoint, mal gezeigt, diesen logischen Aufbau von SharePoint, und dann habe ich ja gezeigt, dass es eine Site Collection gibt, und unter der Site Collection gibt es verschiedene Sites, und jede Site kann natürlich wieder unendlich viele Dokumentenbibliotheken haben. Und wenn ich jetzt hier auswähle, this Site Collection, dann sucht er praktisch in dieser gesamten Site Collection, in allen Subsites, nach den Inhalten, die ich hier so eingestellt habe. Dann The Page Library on the Site, das ist dann die spezielle Seitenbibliothek von dieser Seite, auf der ich mich jetzt hier gerade befinde. Da habe ich ja zum Beispiel dann mehrere einzelne Webseiten drin, und dann werden nur die durchsucht. Dann kann ich ja auch noch anwählen Selected Sites oder hier alle Sites, die sich hier befinden. Wenn ich jetzt hier einmal, ich gehe diese Option hier noch mal kurz durch, wenn ich jetzt hier sage, eine Dokumentenlibrary, also eine Bibliothek auf dieser Seite, dann erscheint hier noch eine zusätzliche Auswahl. Dann kann ich nämlich genau hier jetzt diese Dokumentenbibliothek auswählen, die ich hier jetzt verknüpfen möchte. Dazu gehe ich jetzt noch einmal hier in die Webseiteninhalte, damit wir mal einen Überblick haben über die Bibliotheken, die dort zu finden sind. Dann gehe ich einmal hier unter Site Content und dann sehe ich hier, das sind alles meine Dokumentenbibliotheken, die ich jetzt hier habe. Und die kann ich dann jetzt hier entsprechend auswählen, dass ich dann zum Beispiel sage, ich möchte nur Inhalte hier zum Beispiel aus diesen Demo-Dokumenten haben, und dann bekomme ich diese Ergebnisse, und wenn ich dann mal hier reingehe, dann sehe ich, dass hier zum Beispiel jetzt diese Elemente drin sind, wie Contoso Purchasing oder Blogpost Preview, und dann finden wir die Dokumente hier entsprechend auch wieder. Hier habe ich jetzt hier mein Blogpost Preview, was wir da gerade gesehen haben. Das heißt, mit dieser Einstellung kann ich mich dann wirklich auf eine Dokumentenbibliothek beziehen, wenn ich zum Beispiel wichtige Inhalte nur aus dieser Dokumentenbibliothek angezeigt haben möchte. Dann kann ich auch noch einstellen, wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, dass ich jetzt hier zum Beispiel nur diese Dokumentenbibliothek ansprechen möchte, dann werden mir nur die Inhalte aus dieser Dokumentenbibliothek angezeigt, und dann kann ich hier auch noch aussuchen, welchen Dateityp den ich anzeigen möchte. Vielleicht möchte ich jetzt hier in diesem Fall nur Word-Dokumente sehen, dann stelle ich das auf Word, und dann werden hier entsprechend diese Elemente gefiltert. Ja, das gleiche gilt für Excel und so weiter, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, dass ich hier das noch verknüpfe, dass ich dann hier sagen kann, zum Beispiel Word-Dokument möchte ich sehen oder Excel-Dokumente. Ja, und dann hier über Remove kann ich die entsprechende Filterung wieder deaktivieren. So, das ist also diese Einstellung. Dann, wenn ich diese Site eingestellt habe, habe ich hier auch die gleiche Möglichkeit. Ich kann hier noch sagen, welchen Typ, ja, wenn ich sage jetzt diese Site, dann kann ich noch sagen, welchen Typ ich hier rausgefiltert haben möchte. Zum Beispiel hier von dieser Site möchte ich nur Dokumente sehen, dann habe ich praktisch diese Ansicht, wie wir das gerade gesagt haben. Jetzt kommen aber die Elemente, wenn ich sage jetzt als Quelle diese Site hier, jetzt kommen diese Dokumente aus allen diesen Dokumentenbibliotheken. Also jetzt habe ich keine bestimmte angesprochen, sondern ich sage einfach von dieser Site, ja, ich bin ja jetzt hier auf einer Site, dann möchte ich hier aus allen diesen Dokumentenbibliotheken Inhalte haben. Ja. Das ist eine sehr nützliche Sache. Dafür wird eigentlich meistens dieses Element ja auch verwendet, dieses Webpart, weil ich ja in der Regel aus mehreren Bibliotheken zum Beispiel Inhalte anzeigen lassen möchte. Und hier habe ich jetzt auch wieder natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt hier aber nur aus allen Dokumenten die Excel-Dateien haben. Und dann habe ich jetzt aus allen diesen Dokumentenbibliotheken bekomme ich jetzt nur diese Excel-Dateien zurück. Ich kann natürlich aber auch, wie gerade hier zu sehen war, das Ganze kombinieren oder verknüpfen, dass ich sage, ich möchte Excel oder Word-Dokumente jetzt hier sehen. So, was habe ich noch? Also wir haben jetzt gesehen, the Site, alle Dokumentenbibliotheken, hier eine Dokumenten-Library, also eine bestimmte. Dann habe ich hier noch die Site Collection. Site Collection ist natürlich noch eine erheblich höhere Abfrage, größere Abfrage, weil die geht jetzt wirklich über den gesamte Site Collection, also über alle Subsites, die ich habe.
und filtert dann hier die entsprechenden Dokumente raus. Auch hier kann ich dann natürlich wieder sagen, welche Elemente ich sehen möchte, dass ich hier zum Beispiel auch nur News sehen möchte. Das würde auch funktionieren. Dann habe ich hier entsprechend nur meine News-Meldung, aber gesammelt über die ganze Site Collection drüber hinweg. Dann können wir noch sagen, the Page Library und this Site. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel alle News, die hier in dieser Page Library sind. Und die Page Library ist genau das hier unten, die Site Pages. Ja, dann beziehe ich mich praktisch hier genau auf auf dieses Element aus diesen Bibliotheken. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, auch noch einzustellen, aus welchen Sites ich das denn haben möchte. Ja, wenn ich hier zum Beispiel nicht alle Sites haben möchte, dann kann ich hier zum Beispiel bestimmte Sites auswählen, aus denen die Inhalte geholt werden. Das ist das gleiche, nur filtere ich das dann praktisch vor und dann sage ich, ich möchte jetzt nicht die gesamte Site Collection jetzt hier ausgewertet haben, sondern ich möchte jetzt hier nur von diesen 3 Stück zum Beispiel jetzt hier Inhalte haben, ja, und von den anderen Elementen dann nicht. Also sehr flexibel einsetzbar das Ganze und steuerbar, und ich kann auch hier zum Beispiel sogar noch nach einer URL dann entsprechend dann auch suchen nach so einer Site. Und auch hier kann ich wieder einstellen, was ich davon sehen möchte. Mal gucken, ob wir Events haben zum Beispiel. Da sehe ich dann zum Beispiel Events aus diesen selektierten Sites, die ich mir dann hier entsprechend eingestellt habe. Also nur von diesen beiden Sites. Und wenn ich nur einen haben möchte, kann ich das entsprechend deaktivieren. Jetzt habe ich keine Anzeige. Alle kommen hier aus der Landingpage praktisch heraus. Das sind diese hier. Wenn ich dann noch mal ein paar mehr dazu nehme, sieht man, gibt es dort keine entsprechenden Events. So, dann haben wir hier eigentlich von diesem Content Source erstmal alles abgearbeitet. Stellen wir das mal auf All Source. This site, all types, okay. Dann klappen wir das mal zu und dann haben wir noch die Möglichkeit Filter und Sortierung. Und hier haben wir natürlich jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Ganze hier nach dem Titel zu sortieren. Dass wenn ich hier zum Beispiel sage, dass das Wort in einem Inhalt vorkommen muss. Dann habe ich also die Möglichkeit, hier dann entsprechend über ein Wort zu suchen. Zum Beispiel schaue ich mal hier Präsentation, kommt vor, sagen wir mal Präsentation. Und dann werden meine Inhalte natürlich hier entsprechend über diesen Filterbegriff Presentation gefiltert. Und dann habe ich hier nur diese beiden Anzeigen. Und hier habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu kombinieren mit mehreren Filtern. Filtermöglichkeiten habe ich im Titel zu suchen, im Content, recently edited, recently changed, wer das geändert hat, wann das geändert worden ist, und auch über verwaltete Eigenschaften kann ich das Ganze hier entsprechend dann noch suchen. Verwaltete Eigenschaften, Managed Property ist auch nochmal so ein Thema für sich. Das werde ich nochmal in einem separaten Video behandeln, was es hier mit diesen verwaltbaren Eigenschaften überhaupt so auf sich hat. So, dann kann ich hier natürlich noch die Sortierung einstellen. Das ist, glaube ich, nichts Besonderes hier. Ich kann jetzt hier noch einstellen, nach was das Ganze sortiert werden soll. Das kann ich je nachdem einstellen, wie ich das so brauche. Stellen wir uns da zum Beispiel nochmal hier das Ganze nochmal auf Dokumente um, sodass wir alle Dokumente praktisch hier jetzt sehen, beziehungsweise machen wir alles. So, dann haben wir hier alle Inhalte wieder dargestellt und dann können wir zum Beispiel jetzt hier sagen, dass wir das Ganze sortiert haben möchten nach Trending oder nach Most Recent, und dann wird hier entsprechend dann die Sortierung natürlich angepasst. Eine Einstellung gibt es hier unten noch, diese Enable Audience Targeting, also Zielgruppenadressierung ist auch eine ganz wichtige Einstellung in SharePoint. Das muss man entsprechend aber auch dann schon konfigurieren und pflegen, das Ganze, damit das auch vernünftig funktioniert. Und darüber kann ich zielgruppenadressiert praktisch Inhalte ausgeben. Das Ganze kann ich einstellen. Dann ist es aber auch wichtig, dass dann entsprechend die Bibliotheken darauf eingerichtet sind. Die einzelnen Bibliotheken müssen dann wissen, dass sie auch Zielgruppenadressierung unterstützen sollen. Und dazu muss dann im Vorfeld auch entsprechend diese Dokumentenbibliothek vorbereitet sein. Ich gehe mal beispielsweise in eine rein. Mal schauen, ob das da noch nicht eingestellt ist. Also kann dann direkt hier auf so eine Dokumentenbibliothek und dann über diese 3 Punkte hier
kommen wir hier entsprechend in die Einstellungen von dieser Dokumentenbibliothek. Und da gibt es dann einen bestimmten Punkt hier, diesen Audience Targeting Settings Punkt. Und den kann ich praktisch hier steuern. Der ist jetzt hier überall nicht aktiviert, deshalb wird sich diese Option jetzt hier auch nicht großartig auswirken. Aber wenn man das unterstützen möchte, dann muss man auf jeden Fall diese obere Option Enable Audience Targeting hier praktisch aktivieren. Hier steht dann auch nochmal die Hilfe dazu. Select Enable Audience Targeting for Use with Modern Web Parts such as News, Highlighted Content and Others. Und das ist jetzt genau das, was wir benutzen. Hier dieses Highlighted Content, und wenn ich dort jetzt diese Zielgruppenadressierung benutzen möchte, dann muss ich zwingend auch dieses Enable Audience Targeting hier praktisch aktiviert haben. Daneben gibt es hier auch noch diese Option Enable Classic Audience Targeting. Das ist nochmal eine Option für die klassischen Webparts, wie zum Beispiel das Content Query Webpart. Das Content Query Webpart ist schon ein sehr altes Webpart, was ist mit dem SharePoint Server eingeführt worden ist, schon vor vielen, vielen Jahren. Und dieses Content Query Webpart ermöglicht mir praktisch auch diese Möglichkeiten, die ich gerade gezeigt habe, dass ich über Sites hinweg, Site Collections und so weiter, die einzelnen Subsites durchsuchen kann. Sehr umfangreich, auch sehr flexibel. Wenn man sich nur in der modernen Oberfläche befindet, auch hier nur die modernen Webparts und so weiter benutzt, was man in der Regel auch tut, wenn man jetzt sich hier eine neue Subscription praktisch besorgt, dann nutzt man in der Regel erstmal die modernen Sachen. Dann reicht es aus, dieses Enable Audience Targeting hier einzuschalten, die erste Option für die modernen Webparts und Apps. Wenn man auch die klassische Ansicht noch verwenden möchte und klassische Webparts verwenden möchte und möchte dieses Auditing hier, also diese Audience Targeting benutzen, diese Zielgruppenadressierung, dann entsprechend auch die zweite Option hier aktivieren. Ich mache jetzt einfach mal Cancel, ich brauche die jetzt hier nicht zu aktivieren, mal nur mal zu zeigen, also diese Option, die man dann hier nutzen kann. Dann kommen wir noch zu dem Custom Query. Das habe ich ja gesagt, das Custom Query ist nochmal eine andere Option, und dazu füge ich mal das Webpart nochmal neu ein, damit ihr auch weiß, dass alle Einstellungen, die wir jetzt getroffen haben, auch wirklich weg sind. Nicht, dass wir da sonst Konflikte haben mit anderen Einstellungen. Und dann gehe ich wieder hier in diesen Edit Mode rein und schalte das Ganze jetzt mal um hier auf diese Custom Query. Die Custom Query ändert dann hier unten natürlich die gesamte Darstellung ein wenig. Die Layout-Darstellung bleibt wie gehabt. Auch habe ich hier weiterhin die Möglichkeiten anzuzeigen, wie viele Elemente ich hier eintragen möchte, und auch das optionale Ausblenden habe ich hier wieder zur Verfügung. Wenn ich jetzt mal alles einklappe, sieht man, ein Bereich fehlt jetzt. Dafür gibt es jetzt hier einen neuen, und zwar diesen Query-Bereich hier. Was ich hier wieder zur Auswahl habe, ist die Quelle. Hier kann ich nochmal auswählen, was ich vorhin auch auswählen konnte, allerdings etwas reduziert. Und wenn ich das auswähle, wird mir hier unten immer eine ID angezeigt. Die brauche ich gegebenenfalls, wenn ich zum Beispiel hier meine Query definieren möchte. Dann kann es sein, dass ich hier so eine ID brauche, und dann kann ich hier praktisch eine auswählen. Ja, jetzt müssen wir. Und dann, wenn ich die ausgewählt habe, hier erscheint die. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich jetzt hier eine ausgewählt habe und dann nochmal klicke, dann bleibt aber die letzte, also die erste ausgewählte wird hier angezeigt und wird nicht überschrieben mit dem nächsten. Das heißt, wenn ich die ID dann brauche von einem anderen, dann entsprechend immer nur darauf achten, dass ich einen selektiert habe hier oben, und dann kann ich mir die praktisch da oben rauskopieren. So, dann ganz wichtig, in diesem, das zentrale Element jetzt eigentlich hier bei dieser Abfrage, hier bei dieser Typ von Abfrage, bei diesem eigenen Abfragen, ist diese Abfragebox hier, wo ich jetzt meine Abfrage definieren muss. Und dort gibt es jetzt zwei Abfragesprachen. Einmal die KGL, also das ist die Query Language, Keyword Query Language, also die Abfragesprache, und
dann gibt es hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier eine Dokumentenbibliothek durchsuchen, dann muss man darauf achten, dann ändert sich hier diese Syntax, die hier verwendet werden soll, in eine CAML-Syntax. CAML steht nochmal für Collaborative Application Markup Language, ist auch eine Abfragesprache, die zum Beispiel mit diesem Content Query Webpart, was ich gerade gesagt habe, wo man diese Zielgruppenadressierung auch für einschalten kann, also für die klassische Ansicht, ist ein Webpart, was es ja schon sehr lange gibt, und diese CAML-Sprache hier, diese spezielle Syntax ist auch schon sehr alt, kam auch schon mit dem SharePoint-Server vor vielen, vielen Jahren, und die ist eine spezielle Abfragesprache, um Inhalte von SharePoint zum Beispiel abzufragen. Und wenn ich jetzt, je nachdem welche Quelle ich wähle, kommt eine andere Abfragesprache zum Einsatz. Wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel auf eine Dokumentenbibliothek beziehe, dann kommt diese CAML-Query zur Einsatz, wenn ich sage jetzt this site, weil this site ist übergreifend, da eignet sich besser diese Keyword Query Language für zu benutzen, weil die einfach flexibler ist und natürlich auch performanter ist. Wenn ich sage this site Collection, habe ich wieder nur die KGL, also nur die Keyword-Abfrage. Bei The Page Library on the Site, da habe ich jetzt die Möglichkeit, wieder das CAML zu benutzen, und hier bei Selected Sites und All Sites entsprechend dann hier dann auch die Keyword Query Language. So, ich benutze erstmal jetzt hier The Page Library on the Site, und wir werden jetzt mal hier eine Abfrage definieren, und da mit diesen Abfragen ist man sehr flexibel. Das Problem dieser Flexibilität ist aber auch, dass sie sehr komplex ist in der Definition, in der Hinterlegung, und dafür müssen wir jetzt hier diese spezielle Syntax verwenden. Und da sieht man auch schon, wenn man da nicht so geübt ist, dass das schon alles sehr umständlich ist. Ich muss also erstmal hier so diesen Körper definieren von dieser Query, die so eine Syntax, der XML-Syntax so ähnelt. Und dort kann ich jetzt, nachdem ich jetzt erstmal definiert habe, ich definiere eine View und dort eine Abfrage, und jetzt kann ich hier anfangen mit diesem Where die Bedingung zu definieren, was ich überhaupt suchen möchte, wie ich das suchen möchte. Und man kann das natürlich auch alles am Anfang praktisch hier ohne Einrückung jetzt definieren. Ich mache das in der Regel so, dass ich das natürlich als Entwickler schön immer alles einrücke, damit man dann einen besseren Überblick hat über das Ganze. Und dann kann man hier verschiedene Felder zum Beispiel jetzt hier abfragen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Contains, also es soll irgendwas enthalten. Ja, Contains ist dann für es enthält. Ich werde auf meiner Blogseite nochmal eine Seite dazu machen, zu dieser CAML Query, und auch mal Links dazu. Weil es diese Abfragesprache in SharePoint ja eigentlich schon über 20 Jahre gibt, gibt es da auch so sehr viele Quellen, wo man dann Beispielabfragen auch findet. Ich werde nochmal auf meinem Blog auch nochmal einen Artikel dazu kurz verfassen für die wichtigsten Abfragen, auch mit diesem Template hier praktisch als Vorlage, dass man das mal benutzen kann für eigene Abfragen, dass nicht alles hier immer tippen muss. So, dann beziehe ich mich hier auf ein Feld mit dem Feld Reference und sage dann zum Beispiel hier File Leave Ref. Und jetzt sieht man auch schon natürlich, jetzt muss man ja auch schon intern praktisch kennen, wie heißen denn überhaupt die Felder in SharePoint. Ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, ich sage aber jetzt erstmal hier, dieses Feld Ref bezieht sich auf mein File Ref, und das soll einen bestimmten Wert enthalten, und das ist dann, wird dann mit dem Value definiert. Und der Value ist hier vom Type Text. Das muss man natürlich jetzt auch definieren. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Datum ist. Es kann sein, dass es ein Boolean ist. Es kann sein, dass es eine Number ist, also eine Zahl ist. Das muss man dann hier alles praktisch definieren. Und den Wert, den es enthalten soll, schreibt man dann hier rein bei diesem docx. Ja, jetzt hat man hier so eine Abfrage definiert. Ob sie richtig ist, werden wir dann sehen, wenn wir den Apply-Button drücken. Und dann kann man sich mal darauf einstellen, was da so passiert. Und wir haben jetzt hier als Ergebnis erstmal keine Dokumente, also irgendwas hier ist jetzt bei dieser Abfrage schief gegangen. Und wir schauen uns mal im Detail nochmal an, was da vielleicht schief gegangen ist. So, und ich habe jetzt Glück, ich habe keinen Fehler in der Abfrage. Hier
ist einfach, die Abfrage liefert korrekt kein Ergebnis. Das ist dann immer diese Ansicht. Das erkennt man immer daran, dass hier alles Title steht, Location und so. Das sind so diese 4 Blank-Dokumente, Blank-Cards, die hier angezeigt werden. Hier ist jetzt aktuell noch als Quelle die Page Library eingestellt. Die Page Library, also die Seitenbibliothek selbst, hat gar keine Dokumente. Deshalb wechsle ich das jetzt mal auf die ich abfragen möchte, und zwar zum Beispiel hier auf diese Demo-Docs. Liste Dokumentenbibliothek, und dann sehe ich, werden mir jetzt hier alle angezeigt, die nur einem Word-Dokument entsprechen. Das ist genau diese Abfrage hier, File-if-ref, ja, das ist dann der mit dem Dateinamen verknüpft, und dann kann ich hier auch zum Beispiel das mal ändern, um das auch zu testen, ob das auch richtig funktioniert, so dass ich jetzt hier nur Excel-Dokumente sehen möchte, und jetzt sehe ich, werden hier auch entsprechend auch nur Excel-Dokumente angezeigt. Ich kann das Ganze auch kombinieren, indem ich das hier noch mit einem Oder verknüpfe. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel jetzt hier die Dokumente sehen, alle die ein Word sind und alle Dokumente, die vom Typ Excel sind. Und dann kann ich das hier einfach mal duplizieren und mache hier wieder mein DocX. Das Ganze, wenn ich das jetzt versuche, dann wird man sehen, funktioniert das noch nicht perfekt, weil ich habe jetzt hier noch keine Excel-Dokumente drin. Damit das funktioniert, muss ich meine Abfrage wieder richtig machen, und zwar müssen wir jetzt hier definieren, dass jetzt hier unsere Elemente oder verknüpft werden sollen, und deshalb brauchen wir jetzt hier drumherum nochmal so ein oder, ja, also ein OR-Element, und machen dann ein Apply, und dann sehen wir, haben wir jetzt hier auch zusätzlich noch das Excel-Dokument drin. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Erstaunlicherweise hat das sogar jetzt gerade funktioniert, indem ich hier diesen Syntaxfehler drin hatte, das OR hier vergessen hatte. Deshalb muss man da sehr genau sein, wenn man diese Abfragen hier praktisch so in diesem Camel hier eingibt, damit man auch wirklich die Ergebnisse hinterher hat, die man haben möchte. Ansonsten kann ich das auch noch alles verschachtelt machen, aber umso mehr Eigenschaften ich hier abfragen möchte, umso komplexer wird diese ganze Camel Query, und die wird dann hinterher auch sehr verschachtelt nach den Einrückungen her und schon sehr unübersichtlich das Ganze irgendwann mal. Aber sehr flexibel dafür an der Stelle, man kann damit dann sehr flexibel seine Abfrage praktisch definieren. So, dann kommen wir nochmal zu den anderen, zu der Keyword Query. Und dann sage ich hier zum Beispiel jetzt hier mal All Sites, dann wechselt das Ganze hier auf diese Query Text Language, und dann kann ich hier zum Beispiel jetzt hier sagen File Type, und auch hier sieht man wieder, muss man natürlich die einzelnen Elemente wieder kennen. Hier möchte ich zum Beispiel nur File Type Doc Elemente haben, und jetzt sehe ich hier, werden mir natürlich eine Vielzahl mehrere Dokumente angezeigt, weil ich jetzt über alle Sites gehe. Und ich kann das Ganze auch noch oder verknüpfen, das gleiche, was ich da gerade auch gemacht habe, und zum Beispiel dann sagen, File Type ist DocX. Hatten wir schon. Also auch hier nochmal die Einschränkung nach Excel erweitern, dass ich hier Word-Dokumente und Excel-Dokumente sehe. Es kommen ein paar mehr, und hier habe ich jetzt auch ein Excel-Dokument dabei. Das funktioniert auch. Und was ich dann auch noch machen kann, zum Beispiel, dass ich dann sagen kann, ich möchte jetzt hier bestimmte Dokumente sehen, aber diese sollen jetzt von einem bestimmten Autor sein, und dann kann ich den hier mit dem from noch definieren, dass ich zum Beispiel nur die Dokumente hier von Megan sehen möchte, und dann, wenn man das dann entsprechend dann hier ausführt, sieht man, habe ich hier die von Megan hier die ganzen Dokumente noch mit drin, ja, werden hier angezeigt, wie sie auch von ihr als letztes praktisch bearbeitet worden sind. So, da kann ich also sehr viel machen mit dieser Query, mit diesen beiden Optionen, mit der Query Language und mit der Camel Query, also sehr flexibel das Ganze an der Stelle. Und jetzt haben wir gerade gesehen, hier diese Keyword Query Language, die ist auch sehr komplex natürlich, dann paar Eigenschaften, die ich jetzt hier benutzt habe, die muss man sich natürlich auch entsprechend erstmal irgendwo her holen. Ich werde auch nochmal zu dem, wie bei dem Camel Query, auch nochmal meinen Blog einen kurzen Artikel zu schreiben mit ein paar Verweisen, weil da zu dieser Keyword Query Language gibt es auch sehr viele Informationsquellen schon mittlerweile, mit Beispielen auch.
Und mittlerweile gibt es auch ein Tool innerhalb von dem Office 365 Mandanten hier in dem Tenant. Und dann, dazu muss ich aber mal in die Administration wechseln von dem Ganzen und da in das Compliance reinwechseln. Und dort gibt es mittlerweile auch für die Suche eine Unterstützung, gerade zu der Definition von diesen von dieser Keyword Query Language. Und da gehe ich hier auf Content Search und sage dann hier New Search. Und da macht man natürlich einen vernünftigen Namen, Test. Also wir haben hier so einen Assistentenname, Description, Location, Conditions, Review und Search. Und jetzt sage ich, was ich durchsuchen möchte, welche Locations. Ich möchte jetzt nur SharePoint-Sites durchsuchen zum Beispiel, dann schalte ich das ein. Ich möchte jetzt hier keine Exchange-Mailboxes durchsuchen und auch keine Public Folder. Und ich möchte auch kein Content für irgendwelche lokale On-Premises Installation hier mit reinnehmen. So, und dann kann ich jetzt hier wählen, mache ich jetzt so einen Conditional Card Builder oder einen Query Language Editor auf. Ich mache jetzt mal diesen Keyword Query Language Editor auf. Mein Gott, diese Abkürzungen, das sind immer solche Sachen. Und jetzt kann ich hier anfangen, meine Abfrage praktisch zu tippen. Und jetzt sieht man hier den Vorteil. Hier habe ich jetzt hier entsprechend auch eine IntelliSense. Ja, diese IntelliSense hilft mir dann bei der Auswahl, dass ich zum Beispiel jetzt hier sagen kann, File-Tab, wie ich das gerade gemacht habe, ist zum Beispiel docx oder OR. So, und dann sehe ich jetzt hier, das ist auch von der Keyword Query Language schon eine Eigenschaft, das OR muss auf jeden Fall groß geschrieben werden. Das sieht man da, capitalize of if intended as operator. Das müssen wir dann entsprechend auch korrigieren. Und man sieht dann hier, da wird man schon sehr gut unterstützt durch diese IntelliSense, durch diese Vervollständigung in diesem Editor zur Laufzeit, dass man da hier auch Hinweise bekommt, was kann ich denn auswählen. Und dann sieht man auch hier die From Restriction, die man dann hier entsprechend einstellen kann, um da zum Beispiel dann zu sagen From. Und jetzt sieht man auch nochmal die verschiedenen Elementtypen jetzt hier, zum Beispiel From mit dem Gleichheitszeichen ist dann wirklich Equals. Ja, das heißt, da sollen wirklich nur die Autoren kommen, die genauso heißen. Das From, was ich gerade benutzt habe, das war, wo die Megan drin vorkommt. Ich hätte das jetzt noch stärker eingrenzen können mit dem vollständigen Namen, aber ich glaube, was da passiert, ist klar. Und dann benutze ich dafür, wenn das nur das Contains sein soll, wie das hier der File-Typ ist, auch Contains, ja, dann benutze ich diesen Doppelpunkt. Und wenn ich das Not Equals haben möchte, dann benutze ich hier diese beiden Pfeile in der Stellung, dass ich dann sage, so etwas, und dann kann ich das entsprechend dann hier zum Beispiel so einstellen. Und jetzt habe ich ja auch hier den Vorteil, was ich gerade nicht hatte, deshalb hatte ich dann nur die Megan genommen, dass ich dann hier schon direkt diesen Benutzer eben mit seiner vollständigen Account sehe und hier praktisch dann auswählen kann. Und jetzt hätte ich hier so eine Abfrage, dass ich nur die Dateitypen sehen möchte, die entweder Dokumente sind vom Typ Word oder das Dokument ist nicht von dieser Person Megan, von diesem Account. Ja, und dann kann man einfach dann diese entsprechend hier benutzen, diese Query, und dann in seine Abfrage zurückgehen, das Ganze dann hier eintragen und dann ausprobieren, was passiert dann, wenn ich das ausführe. Und das funktioniert jetzt hier auch noch. Hier kommen Abfragen zurück und man sieht jetzt hier von Megan, sehe ich jetzt hier auch nichts mehr. Wir können jetzt hier nochmal das gleich benutzen. Das ist ja dann wirklich das, was es praktisch dann ausmacht, dass wir dann sagen, nur von der Megan, oder wir haben jetzt hier noch das OR. Aus dem OR können wir ja jetzt hier mal ein End auch praktisch einstellen, damit wir das noch weiter eingrenzen. Und jetzt habe ich das so weit eingegrenzt, dass ich nur noch ein einziges Dokument bekomme, weil jetzt wird nur noch angezeigt, nur noch Dateitypen vom Typ Doc, also nur noch Office Word Dokumente, und die müssen unbedingt hier von der Megan geschrieben worden sein. Ja, und ich glaube, hiermit mit diesem Highlighted Content Query Webpart kann man sehr viel machen. Die beiden Abfragesprachen, die CAML und die KGL oder Keyword Query Language, sind dann nochmal für den etwas erweiterten Benutzerkreis gedacht, wo man dann noch mehr praktisch einstellen kann, was man mit diesen Standardfiltern nicht machen kann. Ist ein sehr flexibles Webpart.
und ermöglicht dann praktisch schon die gesamte Suche über die gesamte Subsites oder auch über die gesamten Hub-Sites. Was Hub-Sites sind zum Beispiel, da kommt auch noch mal ein Video dazu, wo ich dann erkläre, wie man so eine Hub-Site-Struktur dann erstellt und was eine Hub-Site überhaupt ist. Das ist ein relativ neues Konzept im SharePoint Online. Wenn man nur Elemente zum Beispiel aus einer Dokumentenbibliothek anzeigen möchte auf der Seite, wie zum Beispiel Projektdokumente und so weiter, dann braucht man nicht unbedingt immer dieses Highlighted Content. Also dieses Highlighted Content ist ehrlich dafür gedacht, wenn man wirklich jetzt so aus verschiedenen Quellen seine Inhalte so heraussuchen möchte. Wenn man jetzt auf seiner Team-Site zum Beispiel nur Dokumente aus einer Dokumentenbibliothek anzeigen möchte, dann sollte man das entsprechende Webbad Dokumentenbibliothek zum Beispiel benutzen, um das anzuzeigen, weil das einfach dann auch nicht so ganz flexibel ist an der Stelle, aber von der Geschwindigkeit und von der Performance besser ist, als jedes Mal so ein Highlighted Content Webbad zu benutzen, um nur Elemente aus einer Dokumentenbibliothek anzuzeigen. Also immer zielgerichtet einsetzen die Webparts, überlegen, was möchte ich damit erreichen, um dann auch das Optimum zu erreichen, auch von der Geschwindigkeit. Und die Komplexität auch etwas zu reduzieren, weil das ist schon ein etwas sehr komplexes Webbad. Ja, das war es heute in diesem Video zu dem Highlighted Content, also hervorgehobene Inhalte Webbad. Wie gesagt, ich werde hier nochmal ein paar Links bereitstellen, auch für die Keyword Query Language und für die Camel. Dann, wie immer, viel Spaß im SharePoint beim Ausprobieren